Hallo liebe Leute, es ist mal wieder soweit. Heute kommt der Hack des Monats. Heute zeige ich euch, wie ihr aus einem alten T-Shirt ein neues T-Shirt machen könnt. Also, naja, das T-Shirt bleibt immer noch dasselbe, aber ihr gestaltet es ganz neu mit ganz einfachen Mitteln. Lasst euch überraschen und schaut euch das Video einfach an. Viel Spaß! Also gut, was brauchen wir jetzt? Zuallererst natürlich das T-Shirt, ja, das wäre ja schon mal gut. Dann eine Heißklebepistole und eine Sprühflasche, aber auch nicht zwangsläufig. Es reicht auch einfach ein grobborstiger Pinsel, weil wir eine Spritztechnik anwenden. Ja? Ich habe jetzt hier drin ein Gemisch aus Acrylfarbe und Wasser und ein ganz kleines bisschen Alkoholfarbe habe ich auch noch reingetan, einfach für den Effekt. Genau, also nicht viel, nur so ein bisschen. Ne? Da. Wir fangen an. Wir legen das T-Shirt mal ordentlich aus, möglichst glatt, ja, so als wolltet ihr es jetzt noch mal bügeln. Sollte übrigens auch gebügelt sein. Sonst habt ihr möglicherweise Falten drin und dann wird das nicht so schick, wie wir das machen wollen. Ja, ihr denkt euch aus, was ihr drauf haben wollt auf eurem T-Shirt. Also es ist ja so, was wir jetzt mit dem Heißkleber gleich abdecken, das bleibt auch in dem Orange, das ihr jetzt seht. Also genau, immer schön überlegen, was wollen wir drauf haben. Ach, warum schreiben wir nicht Worbler drauf? Natürlich, hätte ich auch drauf kommen können. Ihr könnt mit einem Bleistift vorher drauf schreiben, damit ihr nicht völlig aus der Kontrolle geratet mit dem Heißkleber, ja. Also wartet mal, ich drehe es jetzt erstmal noch nicht um. Ich schreibe jetzt erstmal ordentlich Worbler drauf vor. Ihr könnt ja auch die Schrift verwenden, die ihr wollt. Ich mache so ein bisschen in Schreibschrift, schön so mit einem kleinen Schnörkel. Worbler. Für alle, die jetzt nicht wissen, was Worbler heißt, gucken sich einfach meine anderen Videos an. So, und das A noch und dann haben wir es. Natürlich müsst ihr aufpassen, dass ihr möglichst noch eine Schrift nehmt, die man auch mit dem Heißkleber umsetzen kann. Zu schnörkelig, zu klein. Da ist der Aufsatz, wo der Kleber draus rauskommt, vielleicht ein bisschen zu groß. Aber so ist das doch ganz schick. So machen wir das. Ein bisschen schräg. So soll es sein. Also gut, genau. Ich habe eine Backunterlage, würde ich auch jedem empfehlen. Dann bleibt nichts kleben und nichts hängen. Außer das T-Shirt vielleicht. So, schaut, dass es wirklich, wie gesagt, ganz glatt hinlegt. So. Und dann geht's los. Natürlich sollte der ordentlich heiß sein. Ja, klappt ihr hoch. Wenn ihr nachgreifen müsst, kein Problem. Einfach dann wieder ein bisschen weiter hinten ansetzen. Und da hat er mich dann verlassen. Es macht nichts. Wenn ihr noch Stellen habt, wo ihr noch ein bisschen nacharbeiten müsst, kein Problem. Einfach ansetzen. Wichtig ist nur, dass es dann dick genug ist. Dann könnt ihr es nachher auch wieder gut abziehen. Wer käme sonst auf die doofe Idee, mit Heißkleber auf Stoff rumzuwursteln? Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das Gewebe das ab kann, würde ich an eurer Stelle erstmal ein ganz günstiges T-Shirt nehmen oder eins, was ihr vielleicht eh aussortieren wolltet, um das auszuprobieren. So, und noch das A. Bei Überschneidungen schön vorsichtig.
lieber ein bisschen aus der Luft heraus. Es muss ja auch nicht ganz genau so aussehen wie das, was wir geschrieben haben mit dem Bleistift. So, jetzt muss es wirklich ganz erkalten, bevor wir weiterarbeiten. Ja? Ich würde an eurer Stelle so einen Deckel besorgen. Etwas, was ihr unter das T-Shirt schieben könnt, dass nicht das gesamte T-Shirt dann durchweicht mit Farbe. Irgendwas, was abhält. Vielleicht, ihr könnt auch Folie drunter legen, also in die Mitte hier zwischen Ober- und Unterseite. Es sei denn, ihr wollt das generell einfach ein bisschen verschönern und überall ein bisschen Farbe haben. Dann kann es auch natürlich durchsickern, ja, kein Problem. So, das lassen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen abkühlen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn das jetzt überall kalt ist, ja, gut, stecke ich das mal dazwischen, wie gesagt. Natürlich wird so ein Effekt auf einem weißen T-Shirt wahrscheinlich größer sein jetzt als bei Orange. Kommt aber auch immer darauf an, welche Farbe ihr nehmt. Ne? Ich habe mich jetzt für so einen Rotton entschieden. So, und jetzt, genau, sprüht ihr einfach mit der Farbe drüber. Ihr seht, wie wunderbar das funktioniert. So, die Kunst ist wirklich, ja, da ist mir was hingetropft, das macht aber vielleicht nichts, wirkt sehr künstlerisch, dass man genug sprüht, damit man auch am Ende sieht, dass da ein Schriftzug ist. Ne? Hier mache ich jetzt noch ein bisschen. Vielleicht ruhig noch ein bisschen tropfen, wie ihr es mögt. Gut. Und jetzt lässt ihr das Ganze trocknen. Erst ablösen, wenn es ganz trocken ist. Ich weiß, immer schwierig mit der Warterei. So, wenn das dann getrocknet ist, dann könnt ihr nach und nach den Heißkleber abziehen. Schön vorsichtig pulen, ja. Sollte dann aber recht gut gehen. Da seht ihr das auch schon, ne? Voll cool. Das ist dadurch, dass das T-Shirt sehr elastisch ist, hat er natürlich da jetzt so ein bisschen am Gewebe Überlastung. Aber einfach ein bisschen festhalten, dann geht das schon. Das Problem ist, wenn man das mit Folie macht, da läuft gerne die Farbe mal drunter. Ne? Und hier habt ihr das Problem jetzt nicht. Das ist wirklich wie versiegelt. So, schaut. Also ich würde wohl generell sagen, so als Fazit jetzt auch für mich, wenn ich das nochmal mache, ich würde kein T-Shirt nehmen, was so weich ist. Ne? Also es ist sehr elastisch und weich. Ich würde dazu raten, vielleicht etwas steifere Sachen zu nehmen. Also vielleicht, wo weniger Synthetik drin ist. Ja, ich meine, das ist vielleicht ein Baumwoll-T-Shirt, aber es ist halt doch sehr stretchy. Ist alles aber gut runtergegangen. Ja, einfach wieder ein bisschen in Form zuppeln. Und dann habt ihr schon euer eigen designtes T-Shirt. Viel Spaß damit. Stay tuned!